In diesem Video zeige ich dir alle wichtigen Funktionen in der C24-App. Und damit herzlich willkommen bei der Finanzarena, wo wir täglich verschiedene Finanzprodukte testen und dir transparent alle Vor- und Nachteile zeigen. Bevor wir beginnen, einmal der Hinweis, den Link zum C24-Konto findest du unten in der Videobeschreibung oder du scannst den QR-Code hier. Da sicherst du dir einen 75 € Willkommensbonus, wenn du den Check24-Kontoumzug nutzt. Aus Transparenz, es handelt sich um einen Affiliate-Link, wir erhalten also ebenfalls eine kleine Provision. Du hast dadurch aber natürlich keinen Nachteil, im Gegenteil, du erhältst einen Bonus, den du nicht erhalten hättest, wenn du dich direkt über die Webseite registrierst. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal in die C24-App rein. Wenn du die App öffnest, bist du hier erstmal auf dem Home-Bildschirm. Und ich würde sagen, wir gehen das Ganze von oben bis unten durch. Ich starte erstmal oben im Profil. Hier steht dann dein Name, darunter findest du dein Kontomodell und kannst auch alle Infos zum jeweiligen Modell einsehen. Ich nutze das kostenlose C24 Smart Konto und hier sieht man dann schon mal so ein paar Infos, dann nochmal alles zu den Karten, Cashback, Kontofunktionen und darunter AXA Käuferschutz ist nicht dabei, nochmal Vorteile, weitere Funktionen und die Aktionspartner für den Cashback. Das kann man bis unten durchscrollen und dann gehe ich wieder nach oben. Das Ganze findest du fürs Smart Konto, das Plus Konto, das ist dann für 5,90 € im Monat mit verschiedenen Karten und beim Max-Konto kostet das Ganze 9,90 € im Monat. Genau, dann kann man das Ganze durchscrollen und hier die jeweiligen Vorteile sehen. Dann gibt es hier auch so Tipps, um Betrug zu vermeiden. Darunter kannst du für Online-Banking einen QR-Code scannen oder auch Freunde einladen und dir einen 70 € Bonus sichern. Dann gibt es hier Neuigkeiten, dein Posteingang für zum Beispiel Kontoauszüge, kannst hier unten deine persönlichen Daten bearbeiten. Dann gibt es hier nochmal Dokumente, dein Check24 Kundenkonto, dann Sicherheit und Datenschutz, den Freistellungsauftrag für die Zinsen, die Überweisungs- und Kartenlimits, weitere Einstellungen, dein C24 Girokonto kündigen und Verträge widerrufen. Ganz unten findest du den Button zum Logout. In der Mitte oben findest du dann eine Suchleiste. Hier kannst du dann verschiedene Funktionen suchen oder hier werden auch schon einige vorgeschlagen. Dann gibt es hier oben die Sprechblase, das ist der KI-Support. Hier kannst du zum Beispiel simple Fragen stellen, die von einem KI-Bot schon mal beantwortet werden können. Ansonsten gibt es auch natürlich die Möglichkeit, den Support zu kontaktieren. Dann gibt es oben diesen Check24-Button, damit wechselst du direkt zur Check24-App. Dann haben wir in der Mitte groß den Kontostand vom eigentlichen C24 Smart-Konto, also dem Hauptkonto. Außerdem hat man hier die Möglichkeit, auf dieses Auge zu klicken und den Kontostand zu verbergen. Darunter gibt es die Buttons für die Hauptfunktionen, zum Beispiel Geld senden. Entweder indem du den Empfängernamen und die IBAN eintippst oder darunter, indem du eines der Konten auswählst. Dann kannst du auch Geld umbuchen, nämlich zwischen deinem C24-Konto und einem der Unterkonten. Wie du siehst, habe ich hier 4 Konten angelegt. Bei C24 werden sie auch Pockets genannt. Das ist wirklich praktisch, um das Geld für verschiedene Themen zu sortieren. Dann haben wir Erhalten und hier kannst du eines deiner Konten auswählen und über verschiedene Methoden, zum Beispiel einen QR-Code oder eine Zahlungsanfrage, Geld anfordern. Gehe ich auch wieder zurück und als letztes haben wir die Optionen, zum Beispiel Bargeld. Dann zeigt er uns Bargeld abheben oder einzahlen. Ich gehe mal als erstes auf Abheben. Und zwar bietet das C24 Smart Konto die Möglichkeit, 4-mal im Monat kostenlos Bargeld abzuheben. Entweder am Automaten mit der Mastercard oder an der Kasse im Partnergeschäft. Hier unten stehen auch nochmal die Konditionen und daneben gibt es auch die Möglichkeiten zum Bargeld einzahlen. Auch da gibt es 2 Optionen, auch an der Kasse im Partnergeschäft mit den Konditionen hier oder in einer Filiale der Reisebank. Hier finde ich wirklich schön, dass die Gebühren transparent aufgezeigt werden, bevor man den Vorgang startet. Soweit zum Bargeld. Dann hatten wir bei den Optionen auch Dokumente, das Online-Banking und Personalisieren. Du kannst nämlich selber auswählen, welche Farbe deine App haben soll und dann kannst du auch diese Widgets bearbeiten. Unterhalb dieser 4 Buttons haben wir immer so Notifications zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Betrug, 70 € Bonus, Festgeld und wieder Betrug. Also es wiederholt sich einfach. Darunter findet man eine Übersicht von allen Konten und den Kontoständen. Wenn du auf ein Konto draufklickst, hast du hier auch die jeweiligen Einstellungen und Transaktionen. Hier siehst du den Kontostand, die Zinsen, die gezahlt werden und kannst hier auch die IBAN kopieren. Dann haben wir die Buttons Geld senden, also beispielsweise für eine Überweisung, umbuchen, Details einsehen und mehr. Das sind dann die Dokumente, das Design
Design und wieder Bargeld. So, darunter sind die Transaktionen, aber wir gehen zurück zur Übersicht. Außerdem merke ich gerade, haben wir hier unten rechts einen Button, der ebenfalls den Chat öffnet. Das haben wir ja gerade besprochen, deshalb gehe ich auch wieder zurück und unterhalb von den Konten haben wir die Karte. Zum Konto erhält man eine Mastercard Debitkarte, die Girocard kann man extra bestellen und dann gibt es auch virtuelle Mastercard Debitkarten. Auch hier kann man die jeweilige Karte öffnen und die Einstellungen ansehen. Dann kann man auch zu den anderen Karten wechseln und diese jeweils sperren, die Karteninfos ansehen oder die Einstellungen ansehen. Unten hast du außerdem den Button, um die Karte zur Apple Wallet hinzuzufügen. Soweit zu den Karten. Darunter ist so ein Widget mit den Zinsen, die mir bereits ausgezahlt wurden und die für die nächste Auszahlung vorgemerkt sind. Da kann ich auch mal draufklicken und man sieht die Zinsen für die jeweiligen letzten Monate und auch Jahre. Dann gibt es auch bei C24 einen Cashback, den sammelt man in sogenannten Smiley-Punkten. Das hat auch was mit Check24 zu tun. Hier sieht man dann die Liste mit den Cashback aus den jeweiligen Monaten. Ich zahle mit der Karte kaum, aber daneben ist auch so die Aktions-Cashback, die man bei den verschiedenen Partnern erhalten kann. Mit der normalen C24 Mastercard müsste der Cashback bei 0,05% liegen. Und hier bei den Partnern liegt der Cashback schon deutlich höher und wir gehen dann nochmal zurück. Zeigt er mir nochmal einige Transaktionen an und ich könnte unten nochmal weitere Produkte hinzufügen. Dann haben wir jetzt die gesamte Hauptseite angeschaut und wechseln mal zu den Transaktionen. Hier gibt es eine extra Suchleiste und auch Filtereinstellungen, um bestimmte Umsätze zu finden. Darunter findet man die geplanten Transaktionen, beispielsweise wenn du Daueraufträge oder geplante Überweisungen hast. Und dann natürlich die Auflistung der tatsächlichen Umsätze, also Transaktionen hier unten. Als nächstes wechseln wir in den Reiter zur Analyse. Ich nutze C24 nur als Zweitkonto, deshalb werden hier leider wenig Daten angezeigt. Ansonsten ist die Analyse aber ganz interessant, weil man hier auf den ersten Blick die Ausgaben und Einnahmen aus dem letzten Monat sieht. Das geht auch jeweils für die anderen Monate. Hier sieht man zum Beispiel so eine kleine Auflistung, also finde ich echt ganz interessant. Darunter gibt es auch die Vertragserkennung. Hier ist leider nur ein Vertrag erkannt über eines meiner anderen Konten und die werden dann hier aufgelistet. Ebenfalls ganz praktisch, um eine Übersicht über deine laufenden Verträge zu erhalten und deine monatlichen Kosten. Dann hast du hier auch die Möglichkeit, Budgets zu erstellen. Da können wir auch mal reinschauen. Dann legst du nämlich ein bestimmtes Thema fest und wie viel du pro Monat für diese Kategorie ausgeben möchtest. Dann werden alle deine Umsätze gescannt und jeweils in die Kategorien zugeordnet. Wenn du dann so ein Budget hast, ich habe zum Beispiel 200 Euro für Freizeit eingeplant, dann zeigt er mir an, dass ich beispielsweise schon 150 Euro von den 200 Euro ausgegeben habe. Also auch ganz interessant, um seine Ausgaben im Auge zu behalten. Hier werden außerdem deine Top-Unternehmen angezeigt, wo du am meisten Geld ausgibst. Darunter findet man auch nochmal so einen Monatsrückblick. Wie gesagt, bei mir ist der weniger interessant, weil wenig Buchungen über dieses Konto laufen. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Reiter, nämlich mehr. Hier sind im Endeffekt alle Funktionen vom Konto nochmal als einzelne Buttons aufgeführt. Oben finden wir einmal die Highlights, also ebenfalls wie diese Notifications, die wir vorhin gesehen haben. Und darunter haben wir auch schon die Kontofunktionen. Bisher noch nicht angesehen hatten wir beispielsweise den Kontoumzug. Den braucht man ja beispielsweise, um sich seinen 75 Euro Willkommensbonus zu sichern. Wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und mit diesem Kontoumzug kannst du einfach und digital dein altes Girokonto schließen und die Zahlungspartner auf das neue C24-Konto umziehen. Dann nochmal zurück. Ansonsten gibt es hier auch Multibanking. Damit kannst du andere Bankkonten mit diesem Konto verbinden und dann werden hier auch die Umsätze aus den anderen Bankkonten angezeigt und auch in der Analyse berücksichtigt. Dann haben wir die meisten Themen abgehakt. Der Kontoalarm ist dafür da, wenn dein Kontostand unterhalb von einem bestimmten Wert fällt, wirst du sofort benachrichtigt. Das ist natürlich gut, um dein Konto nicht zu überziehen. Soweit zu den Kontofunktionen. Das kannst du dir natürlich alles in Ruhe nochmal anschauen. Hier würde das allerdings den Rahmen sprengen. Darunter haben wir nochmal die Kartenfunktion mit der Mastercard, virtuelle Karte, Girocard und Cashback. Außerdem die Zahlungsfunktionen und ganz unten die weiteren Produkte. Das sind dann verschiedene Produktsparten, die von Check24 als Vergleich angeboten werden. Und dann denke ich, haben wir jetzt alle wichtigen Funktionen in der C24-App besprochen.
Wie gesagt, wenn du dein Konto nun eröffnen möchtest, nutze auf jeden Fall den Link unten in der Videobeschreibung oder scanne den QR-Code hier. Damit sicherst du dir zusätzlich 75 € Willkommensbonus, wenn du den Check24 Kontoumzug nutzt. Aus Transparenz, es handelt sich um einen Affiliate-Link, wir erhalten also ebenfalls eine kleine Provision. Du hast dadurch keinen Nachteil, ganz im Gegenteil, du erhältst den Bonus, den du sonst nicht erhalten hättest, wenn du dich direkt über die C24 Website registrierst. Und dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.